2025 ist das Jahr der E-Rechnung. Das wird dich wahrscheinlich nicht überraschen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auch schon einige Videos zum Thema E-Rechnungspflicht auf diesem Kanal veröffentlicht. Und wenn du davon noch nie gehört haben solltest, dann klick mal hier oben rechts einmal auf dieses Video und dann bist du informiert. Und eines der beliebtesten Videos zum Thema E-Rechnung ist das Video, in dem ich dir kostenlose oder sehr kostengünstige Softwarelösungen vorstelle, mit denen du E-Rechnung schreiben kannst. Und kurz nachdem ich dieses Video veröffentlicht habe, ist mir ein Tool über den Weg gelaufen, bei dem ich mir dachte, dieses Tool ist eigentlich ein eigenes Video wert. Und zwar rede ich über SumUp. Die ein oder anderen kennen vielleicht SumUp, und zwar baut SumUp so Kartenterminals. Wenn man in einer Bar, Café, Restaurant ist und mit Karte bezahlt und das Terminal sieht irgendwie ein bisschen moderner und ein bisschen cooler aus als dieses riesenfette Ding, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dieses Terminal von SumUp ist. Aber SumUp baut nicht nur Kartenterminals, sondern hat auch eine ganze Reihe an weiteren Angeboten, Produkten. Und ein Produkt ist SumUp Invoices. Und SumUp Invoices ist ein Rechnungsprogramm, ein relativ schlankes Rechnungsprogramm. Also kein umfangreiches Buchhaltungsprogramm, mit dem man alles erledigen kann oder erledigen können soll, wie zum Beispiel Lexware oder Safdesk, sondern wirklich ein schlankes Programm, was sich darauf konzentriert, alles zu machen, was man irgendwie im Kontext von Rechnungen erledigen muss. Also Angebote schreiben, Rechnung schreiben, wiederkehrende Rechnungen schreiben, Lieferscheine schreiben, die Rechnung eventuell wieder stornieren, also eine Gutschrift zu schreiben. Den ganzen Kram, der jetzt durch die E-Rechnungspflicht ja betroffen ist, weil man jetzt nicht mehr einfach nur Papierrechnung oder PDF-Rechnung verschicken kann, beziehungsweise bis zum Ende der Übergangszeit, bis Ende 2026 bzw. 2027 kann man das schon noch machen, danach aber nicht mehr. Was man heute aber schon machen muss, ist E-Rechnung empfangen. Das heißt, was machst du eigentlich, wenn du eine X-Rechnung bekommst? Eine X-Rechnung ist im XML-Format. Die muss man sich ja irgendwie anschauen können. Woher weißt du denn, wohin du an wen wie viel Geld bezahlen musst, wenn du eine XML-Datei vor dir hast? Und da hilft dir SumUp Invoices auch, weil bei SumUp Invoices kannst du diese X-Rechnung einfach hochladen und dann sagt dir das Tool, was in dieser Rechnung eigentlich drinsteht. Und diese großen, komplexen Buchhaltungsprogramme, so sehr ich sie auch mag, sind natürlich vollkommen überdimensioniert, wenn du schon einen Prozess hast für deine Buchhaltung und deine Steuern oder das Ganze von deinem Steuerberater erledigen lässt. Dann brauchst du jetzt für diese E-Rechnungspflicht ja eigentlich nur ein Tool, mit dem du diese Pflicht erfüllen kannst. Und das habe ich auch von einigen von euch gehört und deswegen dachte ich mir, wir schauen uns in diesem Video einfach mal SumUp Invoices ein bisschen genauer an. Und dafür nehme ich dich mit auf meinem Bildschirm. Wir befinden uns auf der Seite von SumUp Invoices. Und wir sehen gleich schon einmal, wie das Ganze im Wesentlichen aussieht. Und zwar gibt es einmal die Desktop-Version, die kann man über den Browser bedienen und eine eigene App. Das heißt, du kannst auch unterwegs in der App quasi deine Rechnungen schreiben. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen, es bieten inzwischen alle Tools an. Habe ich in meinem Leben erst ein einziges Mal gemacht und ich bin auch nicht der Typ, der in einer App am Smartphone seine Rechnung schreibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, wo ich alt werde. Ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß aber tatsächlich, dass es einige machen und einige auch sehr gerne machen und haben ist auch besser als brauchen. Deswegen hier an dieser Stelle einmal der Punkt. SumUp hat auch eine mobile App, über die du dann deine Rechnung schreiben kannst. Und was uns ja vor allem interessiert, ist der E-Rechnungsprozess. Das heißt, du kannst E-Rechnungen schreiben, du kannst E-Rechnungen empfangen und SumUp ist in erster Linie eher ein Bezahlungsunternehmen. Also da geht es immer um Payment. Das ist auch das, was sie halt mit ihren Kartenterminals machen. Und da gibt es tatsächlich auch eine nette Funktion bei den Rechnungen. Denn du hast mit SumUp, wenn du mit SumUp Invoices deine Rechnungen schreibst, einen Link, über den dich deine Kunden sofort bezahlen können. Das heißt, diesen Link, den verschickst du quasi mit deiner Rechnung und deine Kunden können dann, ja, Sekunden nachdem sie die Rechnung empfangen haben, draufklicken, dich direkt bezahlen und schon ist das erledigt. Und du bekommst dein Geld dadurch natürlich deutlich schneller, als wenn du jetzt ein Zahlungsziel von 30 Tagen hast und das voll ausgereizt wird, dann bekommst du nächsten Monat dein Geld und mit dieser Bezahlmöglichkeit direkt geht das Ganze deutlich schneller. Eine Funktion, die ich persönlich super spannend finde, bei der ich mir aber sicher bin, dass einige von euch ja die eher skeptisch ansehen werden, ist das SumUp Geschäftskonto. Denn mit SumUp bekommst du nicht nur eine Möglichkeit, E-Rechnungen zu schreiben, sondern bekommst auch ein Geschäftskonto, ein kostenloses Geschäftskonto und kannst dieses Geschäftskonto dann benutzen, um Gelder drauf zu bekommen, um Gelder zu bezahlen, also an deine Rechnung, die du bekommen hast und ja, hast eine Karte, mit der du einkaufen gehen kannst, online und vor Ort. Und die kommt quasi
mehr oder weniger automatisch mit SumUp Invoices mit. Das heißt, du hast nicht nur ein Rechnungsprogramm, sondern auch ein Bankkonto, was direkt da dran hängt. Du musst das am Ende nicht benutzen. Du kannst natürlich auch dein eigenes Bankkonto einfach auf diese Rechnung schreiben und dann bekommst du dein Geld einfach auf dein anderes Bankkonto, was du eventuell jetzt schon hast. Aber falls du selbstständig bist und noch kein separates Geschäftskonto hast, dann solltest du dringend eins haben. Wirklich. Also ich weiß, ich kenne die Diskussion, es gibt auch keine gesetzliche Verpflichtung, separates Geschäftskonto zu haben, aber mach das bitte. Jeder Selbstständige, und ja, vielleicht gibt es 3 Ausnahmen, aber jeder Selbstständige, der sein privates Konto nutzt für seine geschäftlichen Angelegenheiten, der hat früher oder später großes Chaos. Und ich appelliere an dich, nimm ein Geschäftskonto. Und wenn du bisher noch keins hattest und jetzt SumUp aber ganz spannend findest, dann kannst du dieses Bankkonto nutzen und es reicht vollkommen aus. Geld rein, Geld raus. Das sind 80, 90, 95% der Anwendungsfälle. Und für die anderen 5% Anwendungsfälle kannst du auch noch ein anderes Bankkonto benutzen. Aber hier hast du eins mit. Und damit schauen wir uns mal die Preise an. Denn die Preise sind zugegebenermaßen ein Punkt oder ein Hauptpunkt, warum ich SumUp so wahnsinnig spannend finde. Denn SumUp ist wirklich günstig. Wir sehen hier auf den ersten Blick einmal, es gibt einen kostenlosen Plan. Das heißt, da zahlst du gar nichts und kannst trotzdem E-Rechnung schreiben. Und dann gibt es einen kostenpflichtigen Pro-Plan. Und selbst der ist ziemlich günstig. Der kostet nämlich 4 Euro im Monat, zumindest wenn du jährlich bezahlst. Wenn du monatlich bezahlst, kostet der 5 Euro im Monat und ist damit signifikant günstiger als jedes vollwertige, vollständige Buchhaltungsprogramm, was du ja unter Umständen gar nicht brauchst. Denn SumUp macht Rechnungen und keine vollständige Buchhaltung. Mit dem kostenlosen Account kannst du pro Monat 4 Rechnungen verschicken, also pro Jahr 48 Rechnungen. Und wenn du deine Rechnungen verschickst und deine Kunden zahlen dann über den von mir erwähnten Zahlungslink und du bekommst dein Geld dadurch deutlich früher, dann fällt dafür tatsächlich eine Gebühr an. Also nicht fürs früher bezahlt werden, sondern für die Abwicklung der Zahlung. Und zwar in Höhe von 2,5%. Und da mag der ein oder andere vielleicht denken, oh, das ist aber teuer. Aber da sollte man auch überlegen, das Ganze kostet bei anderen Payment-Anbietern auch relativ viel. Also es ist dann egal, ob du Stripe oder PayPal oder Digistore oder Copecard oder was auch immer benutzt, da zahlst du zum Teil signifikant mehr Gebühren. Zahlungsabwicklung ist einfach, ein Geschäftsmodell und ist unter anderem das Geschäftsmodell von SumUp. Deswegen zahlst du da 2,5%. Ich finde das nicht übermäßig viel und vor allem kannst du ja auch deine Kunden auch nach wie vor ganz traditionell und klassisch einfach per Banküberweisung bezahlen lassen und da zahlst du dann nichts extra. Aber, und das ist eine Einschränkung im kostenlosen Account, du kannst tatsächlich im kostenlosen Account die IBAN nicht ändern. Das bedeutet, wenn du im kostenlosen Plan bist, dann steht automatisch die IBAN von deinem SumUp-Konto auf deinen Rechnungen und du bekommst das Geld für diese Rechnung auf dein SumUp-Bankkonto. Das ist auch grundsätzlich kein Problem. Du kannst es ja von da dann runter überweisen oder von da aus dann deine Rechnung begleichen. Aber das ist natürlich eine wichtige Einschränkung, die du kennen solltest. Und dann hast du im kostenlosen Plan auch generell ein bisschen weniger Flexibilität. Also du hast nur eine Rechnungsvorlage und musst dann diese Rechnungsvorlage benutzen und hast jetzt keine großartigen Möglichkeiten, das irgendwie zu individualisieren. Das ist mir persönlich ehrlicherweise egal. Mir ist es immer egal gewesen, wie meine Rechnungen aussehen. Mir war immer wichtig, dass die Rechnungen möglichst schnell bezahlt werden. Aber ich bin auch kein Designer. Ich bin niemand, der von Ästhetik lebt, und wenn das bei dir anders ist und wenn du eine Vorstellung davon hast, wie deine Rechnung aufgebaut sein soll, dann wirst du damit unter Umständen vielleicht nicht glücklich. Aber vielleicht mit dem kostenpflichtigen Pro-Plan. Der Pro-Plan kostet, wie erwähnt, 4 Euro im Monat, wenn du jährlich bezahlst, sonst 5 Euro. Und im Pro-Plan hast du dann unlimitiert viele Rechnungen. Das heißt, da kannst du hunderte, tausende Rechnungen schreiben, gar kein Problem. Und die Gebühr für die Zahlung, also für diesen Zahlungslink, die reduziert sich auch nochmal um 50%. Das heißt, da zahlst du dann 1,25% auf den Rechnungsbetrag, wenn ein Kunde diesen Link benutzt. Wenn du selber anders bezahlt werden möchtest, also per Überweisung, dann hast du auch im Pro-Plan natürlich die Möglichkeit, dein eigenes Bankkonto einfach da zu verknüpfen und anzugeben. Das heißt, dann bekommst du das Geld dahin, wo du es haben möchtest. Du kannst das SumUp-Konto natürlich trotzdem benutzen oder zusätzlich benutzen, aber hier gibt es keine Vorgaben. Du hast außerdem die Möglichkeit, die Rechnung individueller zu gestalten und du hast 14 Rechnungssprachen. Also wenn du Kunden im Ausland hast und die sonst nicht verstehen, was du auf diese Rechnung schreibst, dann kann das ganz praktisch sein. Und damit schauen wir uns einfach mal SumUp an. Wir befinden uns jetzt hier im Dashboard von SumUp. Auf der linken Seite sehen wir das Menü und wir sehen vor allem auch, dass sich hier
Zugriff zu deutlich mehr SumUp-Angeboten habe. Also wir sehen einmal das Geschäftskonto, ein Online-Shop, Bookings, Ausgaben, Rechnung, Zahlungslink und so weiter. Das bedeutet, ich kann hier viele Dinge machen. Ich möchte mich hier in diesem Video auf das Rechnungstool konzentrieren. Das heißt, wir schauen uns einmal an, wie schreibt man eigentlich Rechnungen und wie erfasst man oder wo erfasst man denn die eingehenden Rechnungen. Und hier auf der Startseite sehen wir ein paar Dinge, die wir sofort machen können. Und zwar können wir hier einmal den von mir erwähnten Zahlungslink senden. Das sieht dann so ein bisschen so aus. Und da kann dann unser Kunde draufklicken und einfach direkt bezahlen. Wir können eine direkte Rechnung hier erstellen. Und hier steht es auch schon, wir können hierüber auch direkt E-Rechnung erstellen. Wir gehen aber einfach mal im Menü hier auf der linken Seite auf Rechnungen. Da finden wir nämlich das ganze Menü zum Thema Rechnung erstellen. Und hier sieht man erstmal, dass ich diesen Monat noch keine Rechnung gestellt habe. Also im Februar 2025 habe ich noch keine Rechnung erstellt. Wenn ich eine Rechnung erstellen möchte, dann gehe ich hier oben rechts auf Erstellen und dann öffnet sich so ein Dropdown-Menü und ich kann jetzt erstmal ein Angebot erstellen. Ich kann eine klassische Rechnung, also eine PDF-Rechnung erstellen oder eine Rechnung, die ich anschließend ausdrucke und zur Post bringe und reden wir nicht mehr drüber, ist die Vergangenheit. Oder ich erstelle eine E-Rechnung und da klicke ich einfach mal drauf, damit wir gemeinsam eine E-Rechnung erstellen können. Es öffnet sich so die Eingabemaske, das heißt, hier kann ich jetzt alle Angaben machen, die so auf einer Rechnung notwendig sind. Das bedeutet, hier einmal Rechnungsnummer vergeben, ich kann die Zahlungsbedingungen auswählen, 14 Tage, das Ausstelldatum, das Fälligkeitsdatum und auch wenn ich meine Leistung an einem anderen Tag oder in einem Monat erbracht habe, hier kann ich nochmal den Leistungszeitraum erfassen. Dann kann ich noch so ein paar Anmerkungen dazu schreiben, zum Beispiel vielen Dank für den Auftrag. Das kann man doch einmal schreiben. Kann das auch festsetzen, dass das in Zukunft immer wieder hier an der Stelle ist, dass ich nicht jedes Mal neu schreiben muss. Und dann kann ich hier Kunden auswählen per Dropdown-Menü oder sie halt anlegen. Das kann ich generell machen. Ich kann Produkte, also Artikel und Kunden einmal anlegen und dann kann ich sie immer per Dropdown-Menü auswählen. Und das mache ich jetzt auch direkt einmal. Und zwar habe ich jetzt eine Leistung erbracht an Max Meyer und kann jetzt Max Meyer nur einmalig verwenden oder halt als neuen Kunden hinzufügen, damit ich ihn in Zukunft dann einfach mit 2 Klicks auswählen kann. Ich möchte diese Rechnung jetzt aber nur ein einziges Mal an Max Meyer schicken und deswegen erfasse ich das Ganze einmal und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. So, ich habe einmal Max Meyer angelegt mit der Adresse und kann das wieder zuklappen und sehe jetzt, diese Rechnung geht an Max Meyer. Artikel kann ich auch erstellen und zwar habe ich für Max Meyer einmal Buchhaltung und Steuererklärung 2024 erbracht. Das lege ich einmal als Artikel an. Das heißt, jetzt kann ich hier einmal so ein paar Dinge zusätzlich angeben, zum Beispiel den Einzelpreis, der liegt bei 2.500 €, den Umsatzsteuersatz, der liegt bei 19%. Stück ist nicht die richtige Maßeinheit, sondern eher Jahre. Und dann kann ich noch eine Produktnummer vergeben, brauche ich nicht. Und dann kann ich in Zukunft dieses Produkt einfach per Dropdown-Menü auswählen. Jetzt an Max Meyer reicht das. Ich sehe hier, Nettobetrag 2.500 € plus 19% Umsatzsteuer sind 2.975 €. Ich kann hier jetzt noch unter Umständen allgemeine Geschäftsbedingungen anhängen, habe ich aber nicht und kann jetzt sagen, wie akzeptiere ich denn jetzt Bezahlungen? Und zwar einmal über diesen Bezahlungslink, da habe ich halt die Transaktionsgebühr oder einfach per Überweisung auf mein Konto, auf meinem SumUp-Konto oder aber auf mein anderes Bankkonto. Und ich kann jetzt hier noch Anhänge anhängen, zum Beispiel eine Zeiterfassung, wenn ich zum Beispiel Auslagen abrechne, also Reisekosten beispielsweise, könnte ich die noch anhängen und so weiter. Und dann klicke ich oben rechts auf Fertigstellen. Im nächsten Schritt sehe ich meinen Zahlungslink, also das ist der Link, über den man mich jetzt bezahlen kann. Und ich habe hier die Möglichkeit, die Rechnung direkt zu verschicken. Denn da es eine E-Rechnung ist, kann ich die jetzt nicht ausdrucken, weil eine ausgedruckte E-Rechnung ist keine E-Rechnung mehr, sondern eine E-Rechnung ist eine X-Rechnung oder eine Zugpferdrechnung. Und da kann ich tatsächlich hier jetzt die Auswahl treffen, was mir lieber ist. Ich persönlich empfehle dir ehrlicherweise, dass du Zugpferdrechnungen verschickst, denn eine X-Rechnung ist nichts anderes als eine XML-Datei. Und eine XML-Datei kann man ohne Tool nicht lesen. Das heißt, wenn dein Kunde keine Möglichkeit hat, eine XML-Datei zu lesen, dann kannst du ihm natürlich SumUp Invoices empfehlen, aber was ein bisschen einfacher ist, du schickst ihm einfach eine Rechnung, die er lesen kann. Und zwar eine Zugpferdrechnung. Eine Zugpferdrechnung ist nämlich eine PDF-Rechnung, die ein XML-Format integriert hat. Das bedeutet, das ist ein Kombinationsformat. Und damit kann man eine Zugpferdrechnung auch mit jedem PDF-Reader einfach lesen und sehen. Und dann läufst du nicht Gefahr, dass dein Kunde dich nicht bezahlt, weil er die Rechnung nicht lesen kann. Deswegen empfehle ich dir, schicke an deine Kunden am besten eine Zugpferdrechnung. Dann musst du natürlich noch die E-Mail-Adresse angeben, weil eine E-Rechnung wird elektronisch übermittelt.
hast jetzt hier noch die Möglichkeit, einen Betreff anzugeben und eine E-Mail dazu schreiben, die Anhänge dazu zu hängen und hast jetzt auch die Möglichkeit, hier jetzt zum Beispiel automatische Zahlungserinnerungen zu senden. Ist relativ bequem, wenn du jetzt dem Kunden nicht hinterherlaufen möchtest und du sowieso weißt, ach, Max Meyer, der zahlt eh ein bisschen zu spät, dann kannst du hier quasi den Zahlungserinnerungsprozess automatisieren. Und wenn du das alles angegeben hast, dann klickst du oben rechts einfach auf Senden und hast die E-Rechnung verschickt. Das ist aber natürlich nur ein Part der Gleichung. Das heißt, deine Rechnung schreiben und das Geld bekommen ist ja nur die eine Seite. Die ein bisschen unattraktivere Seite ist, das Geld verschwindet leider auch wieder. Das heißt, du bekommst auch Rechnungen. Und da hast du unter Umständen genau das Problem, dass du eine X-Rechnung bekommst und eine X-Rechnung nicht einfach so lesen kannst. Das heißt, auch du brauchst in Zeiten von E-Rechnung ein Tool, mit dem du X-Rechnungen oder generell E-Rechnungen auslesen kannst. Und das kannst du tatsächlich auch mit SumUp machen. Und zwar hier auf der linken Seite unter Ausgaben kannst du deine Ausgaben erfassen. Und die Ausgaben kannst du erfassen, indem du hier oben rechts auf Ausgabe erstellen klickst. Und wenn wir da einmal draufklicken, sehen wir, welche Arten von Ausgaben du hier erfassen kannst. Und zwar von Belegen, zum Beispiel Kassenbons, aus einer E-Mail, wenn du eine Rechnung per E-Mail bekommen hast, aus einer E-Rechnung, das heißt, du hast eine E-Rechnung, weißt nicht, was drin steht, dann kannst du sie hochladen oder halt manuell erfassen. Und so hast du in SumUp quasi zusätzlich die Möglichkeit, tatsächlich auch die eingehenden E-Rechnungen zu verarbeiten, auszulesen und auch direkt zu bezahlen. Also wenn du das SumUp Geschäftskonto hast, dann kannst du natürlich die Rechnung, die du bekommst, auch hier direkt drüber bezahlen und dann geht das Geld halt einfach von deinem SumUp-Konto runter. Kommen wir zur Zusammenfassung und zum kleinen Fazit. SumUp Invoices hat für mich einige Vorteile. Erstens finde ich es ein ganz nettes, übersichtliches Tool und es ist wirklich unschlagbar, was Preis-Leistung betrifft. Du hast wirklich viele Funktionen für nahezu nichts. Du fängst kostenlos an und kannst dann in der kostenlosen Version schon relativ viel machen, aber selbst die kostenpflichtige Version, mit denen du dann tatsächlich ja alle gesetzlichen Auflagen erfüllen musst, die es jetzt gerade gibt und du zahlst dafür 4 bzw. 5 Euro im Monat und hast da die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben, Rechnungen zu empfangen, da kriegst ein Bankkonto, du hast den Zahlungslink, du kannst die Rechnung jeweils abgleichen mit den Zahlungen und hast so ein Forderungsmanagement. Was ich außerdem ganz spannend finde, ist, dass das natürlich so eingebettet ist in das SumUp-Universum. Und das fängt an mit diesem Zahlungslink, das finde ich eine ganz nette Funktion. Aber auch wenn du andere SumUp-Lösungen schon verwendest, dann hast du das alles in einer App. Also wenn du beispielsweise ein SumUp-Terminal hast, weil du zum Beispiel ein Café betreust und dann hast du eine Firmenfeier bei dir. Du weißt mit Sicherheit, dass das Unternehmen, was bei dir jetzt den ganzen Laden bucht für Nachmittag, dass du dem eine Rechnung schreiben musst. Aber weißt du, dass das in Zukunft auch eine E-Rechnung sein muss? Das heißt, da gibt es einige Auflagen. Und da finde ich das super entspannt und super bequem, dass du das Ganze in einem Tool hast. Aber natürlich nicht nur für die. Ich meine, wenn du gerade nebenberuflich startest, so ein paar Rechnungen schreibst, Kleinunternehmer bist unter Umständen, dann hat man selten mehr als 4 Rechnungen pro Monat und dann kannst du hier einfach kostenlos starten. Das bedeutet, es ist nicht nur für bargeldintensive Geschäfte eine attraktive Lösung, sondern meiner persönlichen Meinung auch für Freelancer, für Dienstleister, für Berater und so weiter, wenn das Unternehmen halt eine solche Größe hat, dass du ein separates Rechnungstool brauchst, weil mit Excel und Word ist in Zeiten von E-Rechnung halt vorbei. Und da bietet SumUp Invoices eine echt schöne Lösung. Aber natürlich gibt es immer ein paar Dinge, die man auch kritisieren kann. Ich habe bei einigen und von einigen Nutzern gehört und gelesen, dass die sich daran stören, dass man die Rechnungen jetzt nicht so super individualisieren kann. Und ich habe schon erwähnt, das ist mir persönlich vollkommen egal. Also mich interessiert das gar nicht, wie meine Rechnung aussieht. Wichtig ist halt, dass ich das Geld auf dem Konto habe anschließend. Aber wenn dir das wichtig ist, wenn du Designer bist, wenn ja generell deine Arbeit, ich würde mal sagen, von mehr Ästhetik geprägt ist als meine Arbeit, dann bist du unter Umständen am Ende nicht glücklich mit dem Rechnungsformat und dem doch relativ starr vorgegebenen Format, was du da hast. Und dann muss dir natürlich bewusst sein, dass das ein Rechnungsprogramm ist. Also das ist kein Buchhaltungsprogramm. Und du als Selbstständiger hast natürlich mehr zu tun und mehr Auflagen, als jetzt nur Rechnungen zu schreiben und Rechnungen zu empfangen und die irgendwie zu bezahlen. Du musst auch Umsatzsteuervoranmeldung machen, du musst auch Einnahmenüberschussrechnung machen, du musst zusammenfassende Meldungen machen und so weiter. Und diese Funktionen, die gibt es in SumUp Invoices nicht. Die soll es da auch gar nicht geben. Das ist gar nicht das Konzept dieser Lösung. Das muss ja nur bewusst sein. Das heißt, wenn du ein Buchhaltungsprogramm suchst und da jetzt sparen möchtest, dann ist SumUp Invoices nicht deine Lösung, weil du brauchst diese ganzen Funktionen trotzdem noch. Und da kommen wir zu einem Kritikpunkt, der mich persönlich auch stört und wo ich mir wünschen würde, dass SumUp in Zukunft den Fokus noch ein bisschen mehr darauf legen würde. Weil ich finde tatsächlich SumUp Invoices eine super spannende, attraktive Lösung, weil es ist ein schlankes Rechnungsprogramm. Aber, wie ich schon erwähnt habe, ist das, Rechnungsmanagement, rein raus, Geld rein raus, ist ja nicht das Einzige, was man machen muss für seine Buchhaltung. Man muss danach ja noch was weitermachen. Das heißt, die Wertschöpfung von so einer Steuererklärung geht ja nach den Rechnungen noch weiter. Und
da würde ich mir wünschen, dass das Ganze reibungsloser geht, weil SumUp wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein geschlossenes System. Aber ich muss ja irgendwie noch weiterarbeiten. Wie mache ich jetzt meine Umsatzsteuervoranmeldung? Wie mache ich meine Anlage IÜR? All das muss ich ja machen. Und natürlich kann ich die Rechnungs- und Zahlungsinformationen aus SumUp exportieren in CSV oder Excel-Format und woanders importieren. Aber da muss ich sagen, das geht zumindest theoretisch auch schöner. Also da würde ich mir wünschen, dass es Integrationen gibt mit Buchhaltungsprogrammen. Warum nicht mit 1, 2 Klicks die Daten aus SumUp Invoices übertragen in ein Rechnungsprogramm oder in 2, 3 Klicks übertragen an den Steuerberater, an Datev Unternehmen Online beispielsweise, oder einfach die Exportdateien direkt im Datev-Format zu bekommen, damit mein Steuerberater damit direkt weiterarbeiten kann. Und da muss ich sagen, die Exportfunktion oder auch die Integration mit den weiteren Tools, die es ja braucht, um seine steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, die kann man schöner lösen, um es mal so zu sagen. Also man kann damit arbeiten, das ist gar kein Problem, aber das würde ein bisschen smoother und barrierefreier funktionieren. Und da würde ich mir wünschen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht ja noch nachgebessert wird. Aber, und da muss ich mich wiederholen, wenn du ein schlankes Rechnungsprogramm benutzt, weil jetzt Word, Excel und so weiter vorbei ist, dann schau dir unbedingt mal SumUp Invoices an. Für mich persönlich ist das ein super Tool. Du findest unten in der Videobeschreibung unter dem ersten Link einmal alle Informationen, schau dir das Ganze an. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine kleine Anekdote erzählen, warum ich so ein bisschen auch begeistert war, als ich SumUp Invoices entdeckt habe. Oder, wie soll man sagen, wiederentdeckt habe. Denn ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht und ein Studium gemacht und habe in der Steuerberatung gearbeitet. In einer kleinen Kanzlei, in der großen Kanzlei, dann war ich bei KPMG und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Berater für Buchhaltungsprogramme, für Steuersoftware und so weiter. Und ich hatte vor ungefähr 10 Jahren einen Kunden, mit dem ich sehr intensiv zusammengearbeitet habe. Und zwar war das ein dänisches Unternehmen, was quasi in den deutschen Markt kommen wollte. Und das hat ein Online-Rechnungsprogramm entwickelt. Und dieses Unternehmen wurde irgendwann mal verkauft. Und dann, ja, dann war das Projekt auch irgendwann beendet und ich war da nicht mehr so dabei. Dieses Unternehmen, dieses Rechnungsprogramm, an dem ich quasi 3 Jahre mitgearbeitet habe, wurde verkauft an SumUp. Und ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt bin ich über SumUp Invoices gestolpert und gucke mir diese Software an und denke mir so, ich habe daran mitgearbeitet. Also an einigen Stellen und so vom Konzept und so sieht man links und rechts tatsächlich noch die Überbleibsel quasi, woran ich vor 10 Jahren mitgearbeitet habe. Und irgendwie macht mich das stolz. Das ist so ein bisschen wie so ein Freund, den man 10 Jahre nicht gesehen hat und dann trifft man den und dem geht super und der hat tolle Geschichten zu erzählen. Natürlich hat sich die Software weiterentwickelt, ganz klar, das gehört jetzt und ist Teil von diesem SumUp-Universum, aber ich habe euch tatsächlich in diesem Video eine Software vorgestellt und gezeigt, an der ich 3 Jahre lang selber mitgearbeitet habe und deswegen habe ich mich persönlich tatsächlich sehr darüber gefreut und ich freue mich tatsächlich, dass das Angebot auch, ja, wirklich ein gutes Angebot ist und deswegen empfehle ich es euch auch wirklich von ganzem Herzen. Aber ich habe mit SumUp auch ein bisschen mehr gemacht und zwar habe ich mit SumUp eine Videoserie aufgenommen und zwar findest du diese Videoreihe auf dem YouTube-Kanal von SumUp. Such gerne mal und schau dir diese Videos an. Da habe ich in einigen Videos einmal erklärt, was ist die E-Rechnungspflicht, wo bewegen wir uns eigentlich gerade beim Thema Digitalisierung in der Finanzverwaltung und habe euch natürlich auch SumUp Invoices vorgestellt. Und da würde ich mich freuen, wenn du dir diese Videos einmal anschaust. Ich verlinke sie dir natürlich auch unten in der Videobeschreibung und vielleicht einen netten Kommentar an SumUp unter diese Videos schreibst. Würde mich persönlich sehr freuen. Und sonst schau dir SumUp Invoices an. Ich verlinke es dir gerne noch einmal hier und schau dir die Videos auf dem SumUp-Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.